Und heute wird es richtig bekloppt, richtig verrückt und total dumm eigentlich. Wir müssen das tun. Wir können da nichts für. Ungesichert in Australien. Es gibt 3 Soups of the Day. Das finde ich immer doof. Oh, boah. Wir fahren erstmal los, weil wir haben jetzt 5,5 Stunden. Wie ist ein halb? 3 Stück. Ja, Alter. Alter. Ey, der ist... Herzlich willkommen beim Right to Video Magazin in einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Australien unterwegs und heute wird es richtig bekloppt, richtig verrückt und total dumm eigentlich. Ja, noch dümmer. Wir essen diesmal keine Papageien wie gestern Abend. Die habt ihr nämlich zuletzt gesehen. Wir machen... Das ist alles so anstrengend gerade zu gehen. Das ist ja so schwer. Ja, wir fahren jetzt erstmal tanken und gucken, ob wir da was zum Frühstücken kriegen. Und nehmen euch Step by Step mit. Das, was wir heute machen, ist total dumm, aber hat auch einen Hintergrund und auch keinen. Und überhaupt, ihr kennt das. Wir müssen das tun. Wir können da nichts für. Wir machen das für euch. Was ist das? Ach ja. Ich so, jo, hier kann ich nicht fliegen. Er so, nein Mann, hier kannst du auf gar keinen Fall fliegen. Nein. Der wartet zu Hause auf dich. Nee. Frankfurt. Ja, stimmt. So Leute, wir haben ein bisschen was zu frühstücken, gucken wir uns gleich mal an. Wir fahren erstmal los, weil wir haben jetzt 5,5 Stunden. Wie ist ein halb? 3 Stück. Bevor wir uns jetzt komplett... Da ist irgendwas von mit Vanille von der Maschine. Ich habe eine Traditional Sausage Roll und Meat Lovers Pizza. Aber wir haben noch eine Margarita Pizza. Dann gibt es eine Ghost Energy Fizzy Orange. Aber auch, weil 2 für 8, Original Lemon. Lime. Das ist keine Verdopplung. Genau, das sind jetzt 2 für 8, die kosten sonst 6,80. Pizza $5, Roll $4,50. Weiß ich nicht. 4,50. Liter tanken 1,99. Wir vergessen immer die Preise. Das tut uns voll leid. Ich weiß, ihr wollt die immer hören. Aber vergessen, Essen kann man sagen immer zwischen 20 und $30, wo wir jetzt immer waren, egal was. Mal ein Ausreißer mit 35 bis vielleicht sogar 43 bei einem Steak. Aber 43 war auch das, ich glaube 350 Gramm Steak, was $43 gekostet hat. Ich habe eine Raspberry Cola. Sieht aus wie Cherry Cola, aber hier ist das Raspberry. Bin ich gespannt. Jetzt hänge ich hier wie so ab. Riecht sehr frikadellig. Frikadelle Racing. Wird gerade mehr. Ja, schöne Frikadelle drin. Ein bisschen Senf wäre geil. Also die Pizza war okay, aber die ist halt so trocken. Da ist total wenig Soße drauf, dass du halt so in die Hand nehmen kannst. Und die ist halt sehr kross, wie so ein Pizza-Baguette eher. Aber war auf jeden Fall okay. Schlechtes Salami-Brot. Schlechtes Salami. Und ich habe jetzt die Raspberry Cola probiert und die riecht richtig künstlich. Aber schmeckt gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also wenn man nicht dran riecht, dann ist es absolut okay. Hat mir gut geschmeckt. Ich esse jetzt noch meinen Donut. Was möchtest du? Wir fahren jetzt 181 Kilometer, 178 sind jetzt nur noch, bis zum Kreisverkehr. Und dann mal gucken, wie viele es dann noch sind. Es gibt auch, wie ich gerade sehe, keine Kilometeranzeige gerade, weil normalerweise steht bei Maps ja auch immer noch unten, wie viel Kilometer man noch braucht oder man noch zu fahren hat. Jetzt steht da nur eine Ankunftszeit und daneben GMT plus 10
Doppelpunkt 30. Das ist die Zeitverschiebung. Wir hatten noch nie, dass nur eine halbe Stunde Unterschied ist. Weil hier ist jetzt GMT plus 11 und da, wo wir hinfahren, ist GMT plus 10:30. Das heißt, eine halbe Stunde sind die nach uns. Ich kann mir das nicht merken, ob vor oder nach. Weil es meint, ich denke immer, vor macht Sinn, weil die Zeit ja noch nicht um ist. Aber ja, ihr versteht bestimmt, was ich meine. Es gibt bestimmt Leute, die damit sowieso ihren Hassel haben. Deswegen, ja, also 176 Kilometer bis zum Kreisverkehr. Also man kennt Zeitverschiebung immer ganze Stunden, nicht halbe. Habe ich noch nie gesehen. Wir wechseln übrigens dann nochmal einen Bundesstaat. Ein weiterer Grund, warum wir jetzt auch dahin fahren, damit wir da auch mal gewesen sind. Es ist nämlich South Australia, wo wir jetzt hinfahren. Genau, und navigieren machen wir wie immer mit Google Maps. Vorher Offline-Karten runterladen, weil du erstmal nicht überall Netz hast. Du kannst dann natürlich ohne Internet navigieren. Wir haben ja eine eSIM-Karte, navigieren mit den Offline-Karten, haben aber das Internet an, weil da hat er einfach nur dann die aktuelle Zeit. Also jetzt braucht nicht so viel Datenvolumen, weil er nicht die Karten auch laden muss, sondern die Karten sind schon auf dem Device drauf. Das vielleicht auch noch. Das machen wir sonst auch überall so. Außer man hat kein Internet, dann kann man mit den Offline-Karten trotzdem navigieren, hat aber dann nicht irgendwelche Staus, irgendwelche Umfahrungen oder irgendwelche anderen aktuellen Dinge. Genau. So, wir haben jetzt Krach, weil die Kakadusse hinten durchdrehen. Mount Zero war hier ausgeschildert, sind wir kurz abgebogen. Ist da hinten, müssen wir gar nicht hinfahren, weil das ist ein Wandertrail. Aber seht ihr jetzt gleich noch mal ein bisschen besser den Müll. Okay, hier, was für Hauer das mal waren. Also das ist der andere Zahn noch, der obere, die normalen Zähnchen, hier die Rippen, die Beine, da liegt noch ein Knochen, hier liegt noch ein Knochen. Oh, hier fliegt so viel rum. Gucken, ob wir was finden. Da vorne war aber gerade noch ein Farmer. Die Kakadusse, der total witzig.
hier eine Baustelle aus, ne? Ist halt einfach so. Andere sperren die Straße, aber hier gibt es keine andere. Es gibt halt nur eine Straße, was willst du machen? Aber es sind diesmal keine Baumaschinen, um die wir drumherum slalomisieren. Slalom. Slalom. Was ich immer am Empfang. Ja, hier ist auf jeden Fall Empfang, doch. Ich fahr Auto. Ja, du redest doch. Ich dachte, du erzählst das. Nee, du. Ja, aber bei der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Nee, wohl. Wir haben das schon, wir haben das irgendwo glaube ich schon mal gelesen gehabt, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesehen, es gab da nochmal ein Schild am Straßenrand. Es gibt hier an sehr vielen Stellen Free Coffee. Du kannst einfach ranfahren und dann gibt es Free Coffee. Gibt jetzt auch den kleinen Nachteil, dass wir beide halt keinen Kaffee trinken, das ist kein Nachteil, aber wir können euch jetzt das nicht zeigen. Ich will jetzt nicht irgendwie einen Free Coffee, um den wegzustellen. Das macht man nicht. Ja, was? Oh, guck mal, man kriegt den Free Dann verbrennt ihr die Schulter, ey. Also können wir auch nichts über die Qualität sagen. Also selbst wenn wir den jetzt probieren würden. Die bester Kaffee der Welt, Jamaica Blue Mountain und dann so. Ja. Passt nicht so ganz zu den Schildern, die sagen, dass nur ein Powernap dich davor rettet, hier zu verrecken. Und dass du nicht... Don't sleep and drive finde ich auch gut. Wenn ich das jetzt schon mache, komme ich echt... Dann bin ich gut. Aber ich werde das Schild ja nicht lesen können, weil ich schlafe ja dann schon, wenn ich fahre. Ja, aber das gibt es ja auch super oft, dass hier Schilder sind, die sagen so, ey, wenn du müde bist, fahr ran. Und dann steht ja auch wirklich wortwörtlich Powernap und mach it. Das sagen wir ja auch immer wieder. Du kannst noch so viel Energy, Holy dir reinschütten, wie du willst. Ich glaube, da kommt noch mal Free Coffee Schild, oder? Könnte das eins sein? Nee. Nee, das ist glaube ich nur Raised Plates. Doch, Free Tea and Coffee. 300 Meter rechts. Ja, das waren eben noch andere Schilder, aber auch cool. Genau, laute Musik, Fenster auf, sonst was, das bringt alles nichts. Fahrrad, 20 Minuten Schläfchen. Hier ist nochmal, ja, Free Kaffeefächer. Free Kaffeetasse. Da kriegst du eine Kaffeetasse umsonst. Als Merch. Toll. Eben Schläfchen machen, weil lieber 20, 30 Minuten später ankommen als gar nicht, um mal so einen ausgedroschenen Spruch rauszuhauen. Ja, landschaftlich genau, wieder mal Australien at its best, voll geil, voll kurios und deswegen fahren wir so eine weite Strecke, um uns das auch alles mal anzugucken, wie sich das eventuell verändert oder auch nicht. Aber das ist ja bekannt. Ja, hier ist der Playground. Da ist der Coaster. So, wir haben einen Panzer und wir sind angekommen. Wie erklärt man das? Am besten gar nicht, wir machen es jetzt einfach. Es ist hier ein großer Spielplatz mit Pavillon, mit Wi-Fi, mit Toilettenanlage. Wir haben das hier auf dieser Tour schon gezeigt. Wir sind auf einem Spielplatz, ihr könnt es fast schon ahnen, was jetzt passiert. Es ist so ein RMC Butterfly-mäßiges Ding. Wie hieß Grand Engineering, ne? Ja. Das ist nämlich der Hersteller davon, Grand Engineering. Die heißen so, weil derjenige, der das ingeniert hat, Grand Telfer heißt. So, ich gehe da mal nach oben. Wir fangen erstmal an zu fahren, weil jetzt gerade keine Kinder hier sind.
Alter, es ist auf jeden Fall ultra lustig. Und das ist halt wirklich hier so ein Single-Rail-Ding. Aber das Ding ist komplett drumherum. Also es gibt auch Upstop-Wheels. Du hast auch so ein bisschen Airtime. Ich finde die total witzig, die Teile. Und wer sich jetzt denkt, ey, jetzt fahren die wirklich so weit für so einen Quatsch. Hast du in der Mitte? Nee, hinten. Jetzt auf dem Rückweg habe ich in der Mitte gesessen. Jetzt gerade sagen wollte, wegen gestern, dass der Visa Spinning Coaster Compact, was haben wir gesagt, wie viel Meter? 83, 63? 58? Das hier sind 55 Meter. 3 Meter weniger und viel mehr Spaß. Hältst du das auch noch? Also das macht ja wirklich, das macht mega Bock, es ist mega kurios, die gibt es nur, diese 2 weltweit. Grund genug, glaube ich, hier hinzufahren. Oder? Hier seht ihr das. Hier kann man sich das nochmal... Es ist echt komplett zugebaut, aber es hat sogar Side-Friction-Wheels. Krass. Ja, ich fahre jetzt nochmal mit der. Hier sind so Gummis zwischen, bei dem anderen waren Autoreifen einfach dazwischen. Ja, ich mache jetzt einmal noch schnell, dann gehen wir weiter. Ich glaube, dass der andere steiler war, kann das sein? Ja, klar. Und dann, der hier ist natürlich komplett ebenerdig gebaut, der andere war aufgeständert. Der war ja 5 Meter hoch oder so auf der einen Seite. Ey, das musst du ja auch mal überlegen, du bist da 5 Meter hoch gefahren und sitzt nur auf so einem Blechkasten. Ungesichert. Selbst operated. In Australien. Wo die so safety-mäßig komplett eskalieren. Das Mädchen hat Angst. Ja, gut, der Vater hat gerade 2 Kids. Also das war ein Launchcoaster, der hat die runtergepusht wie ein Wahnsinniger. Das war jetzt witzig, cool. Finde ich. Es hat sich gelohnt, dafür hinzukommen. Super kurios, super zweimalig. Aber voll geil, nochmal die andere Anlage davon jetzt gesehen zu haben. Ich glaube, 4 wurden mal komplett in der History irgendwann überhaupt irgendwie gebaut. Und 2 davon existieren halt noch. Die haben wir jetzt alle. Das Teil ist von 1980. Fällt mir gerade ein. Überhaupt auch, dass wie hier der Spielplatz aussieht. Ne? Also man erinnert sich wahrscheinlich an den Spielplatz in Deutschland. Also sehr gepflegt, sehr sauber alles. Toilettenhäuschen, was nicht aussieht, als ob du da drin AIDS kriegst. Und alles andere. Natürlich war jetzt auf jeden Fall eine weitere Anreise. Die Zeit ging gut rum. Wir haben wirklich viel Schönes gesehen, haben schon mal angehalten. Wir halten jetzt gleich noch ein paar Mal mehr an. Haben aber gesagt, wir machen jetzt erstmal das, damit wir so quasi den Haken dahinter haben. Wir wollten eigentlich auch auf irgendwie so halbe Strecke hier irgendwo übernachten. War so mal der ursprüngliche Plan. Da hätte es auch nicht so viel Fahrerei gehabt und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, wir haben nichts gefunden. Es waren jetzt so ein paar Motels am Straßenrand, die aber teilweise auch sehr verwaist aussahen und online sich jetzt nicht präsentiert haben. Auf jeden Fall nicht da, wo wir geguckt und gesucht haben. Was nicht heißt, dass es sie nicht gibt, dass man das nicht machen kann. Hat sich jetzt bei uns nicht so ergeben. Ich glaube jetzt aber auch 5 Orte waren es insgesamt. Also einmal die Stunde kommt eine Ortschaft, könnte man glaube ich sagen. Dann die halbe Stunde Zeitverschiebung, auch total witzig. Jetzt hier vorne ist eingezogen noch ein Panzer. Also müssen wir mal gucken, von wem, für was, gegen wen, gegen was der so war. Krass, ey. Da drüben sind Silos, da werden gerade die Güterzüge beladen. Habt ihr gerade schon ganz kurz gesehen.
Hier vorzustellen und den nicht durchlassen zu wollen, da brauchst du mehr was in dem Mount, als wenn du damit einfach alle auslöscht. Auch wenn Panzer grundlegend cool sind, würden sie nicht für so Mist eingesetzt werden. Aber sonst braucht man die auch nicht. Außer für vielleicht Silvesterraketen. Das wäre auch eine geile Umnutzung. Wir verbieten Silvesterfeuerwerk grundsätzlich. Keiner darf das mehr kaufen. Dafür werden alle Panzer auf der Welt umgerüstet und werden dann zu Silvester rausgefahren und machen dann... Wer dafür ist, eins in den Chat. Auch wenn hier kein Chat ist. Alge. Und alle so, boah, ist der hängen geblieben. Das ist schon 5 Jahre vorbei. Das braucht bei mir ein bisschen. Das Ding hat aber auch wirklich die ganze Zeit ist hier Betrieb. Ja, das mich anstehen lassen. Ja. Der Sound ist auch crazy. Das ist so übertrieben. Also es ist nicht so laut wie der andere, weil der hier aber auch der Boden da ist und nicht so ein riesiges Stützenkonstrukt noch drumherum hat. Gut. U-Turn, Du-Turns, nix. Ich kriege noch mal so einen langen LKW hier mit einer Hände drauf, aber der sattelt gerade den anderen Auflieger auf. Vorne dran übrigens auch nur eine normale 3-Achs Scania Zugmaschine. Wir sind jetzt 3 Meter weiter gefahren und hier ist so ein kleiner Hub mit einer Tankstelle und einem Shop, wo es auch Essen gibt. Und das ist ein bisschen aufgebaut wie so ein Fastfood-Restaurant. Du hast dann Bildschirme über der Kasse, aber es ist eigentlich auch ein normaler Tankstellenshop, obwohl die Tankstelle ihren eigenen Laden da nehmen hat. Ich weiß nicht, ob die auch Sachen verkaufen. Ja, denke ich. Genau, wir haben ja jetzt einen Mittag und es gibt einen kleinen Wrap bei der Bougie, der ist noch eingepackt. Aber mit Haltezeit, ne? Ja, heute. Ach, heutiges Datum. Wow. Und ich habe die Soup of the Day. Es gibt 3 Soups of the Day. Das finde ich immer doof. Warum ist das dann die Tagessuppe oder die Suppe des Tages? Naja. Theoretisch Hühner und Gemüse. Werden wir sehen. Lass uns überraschen. Genau. Das genehmigen wir uns erstmal. Dann werden wir wahrscheinlich hier nochmal den Tank vollknallen und dann geht's zurück. Tankstellen sind auf jeden Fall noch und nöcher unterwegs gewesen und auch so war alles easy. Man sollte trotzdem immer genug im Tank haben, immer genug zu trinken dabei haben. Das ist ganz wichtig. Ich habe genug Wasser im Auto, das ist lebenswichtig. Die Kiste kann ja auch verrecken und bis dann hier mal einer kommt und holt, kann das ja auch was dauern. Und da kommen die kleinen Muckels schon angegeiert. Wir haben noch nicht aufgemacht, Leute. Wir wurden vergessen. Wir haben uns nämlich gewundert, warum das so lange dauert, eine Suppe bei ihm warm zu machen. Ja. Sehr lieblos, man versteht die Leute hier nicht mehr. Es ist halt echt auf dem Land. Die wohnen wahrscheinlich in irgendwelchen Barracks da hinten. Ich habe noch nie so lieblos gebuttertes Toast gesehen. Ich weiß nicht, was liebloser ist. Diese Seite oder die? Die Suppe sieht ganz okay aus, aber sehr laff. Ja. Ja. Also ein bisschen würzig könnt ihr auf jeden Fall vertragen. Riecht aber irgendwie würzig. Da ist auch schön lecker viel Brokkoli drin und so, das ist gut. So, was hast du da für einen Teppich? Ich habe einen Rap. Aber bis jetzt habe ich nur Tortilla. Tomate. Oh nein. Oh nein. Das wird automatisch. Ach, King. Ach so. Wow. Logisch. Oh, Leute, endlich kriegt das mal jemand hier mit. Ja, manchmal würde ich mich dumm fragen. Für. So wie die anderen. So? Nee. Oh Gott, das ist so. Okay, hä? Sag mal. Ah, man muss runterdrücken und dann erst rein. Für 1,82 der Liter. Voll der geile Hub eigentlich. Jetzt die Tankstelle hier, das ist also kein Shop mehr, das ist dann im Diner. Und dann haben die auch noch so ein Motel nebendran. Voll witzig gemacht eigentlich.
Das geht doch mal als Roadtrain durch. Und Uschi geht wieder als Uschi durch. So, wir sollten nach Tom abholen. Wie ihr in den Videos vielleicht schon öfter gesehen habt, holen wir Tom vom Bahnhof ab. Deswegen sind wir jetzt in Surbiton an der Historic Railway Station, um Tom abzuholen. Brauchst du ein Handy? Oder ein Auto mit einem laufenden Motor? Was ist das denn hier für Blumen? Das sieht ja cool aus. Ich habe übrigens gerade beim hier durch den Ort fahren noch gesagt, meinst du, die haben hier überhaupt Schlösser für die Türen? Und es steht ja ein Auto mit laufendem Motor, offener Tür, Handy drin und es ist keiner weit und breit zu sehen, der dazu gehört. So, die Station wurde 1986 geschlossen. Und 1887, glaube ich, gebaut. Ne, 89 sind sie fertig geworden. Ich gehe mal gucken. Tschüssi. Ich habe auch erst gedacht. Hi. Ich glaube, wir fahren halt noch Güterzüge auf der Strecke. Aber man kann nicht auf dem Bahnsteig, wir sind auf dem Bahnsteig, man darf nicht weiter nach vorne, das ist abgesperrt. Das macht ja auch Sinn. Guck, hier kannst du sogar noch reingucken. Das ist auf jeden Fall krass, volles Museum, wo du einfach rein kannst hier. Under the bar staircase waiting. That's a basement area before. Two shifts. That's one big chimney, wood stove, firebox, ovens each side. These hooks, that's where the rack went across kicking me horse. Boah. Das ganze Bahnhofsgebäude kann man sich noch komplett angucken und Pläne. Und es gab Gefängniszellen hier. Ach, krass. War übrigens die längste Plattform, also längster Bahnsteig des Staates oder des Landes.
Aber natürlich noch ein Stepper nach oben, ne? Für die Lost Place Tour. Ja, und ein Dude, der schließt hier wahrscheinlich morgens auf, abends ab, oder was? Ja. Guck mal gerade aus. Oh, boah. Er rechnet jetzt auch damit, dass die Tür gleich unten zu ist und wir nicht mehr rauskommen? Nee. Nee. Hier, wo kein Empfang ist, wo keiner vorbeikommt? Nein. Und wir latschen hier in so einen alten Bahnhof? Na Quatsch. Und wenn doch, dann sieht's keiner. Alles umsonst. Wir sind jetzt durch. Bro fliegt noch mal kurz mit der Drohne über den Bahnhof. Ja, es war auf jeden Fall richtig cool. Und es ist halt irgendwie auch wieder ein Stück Geschichte von Australien. Bro fliegt die ganze Zeit Fliegen in die Ohren. Das ist echt, wenn du hier draußen bist, ist echt krass. Australien hat die meisten Fliegen auf der Welt. Das liegt halt daran, dass sie so viel Vieh haben hier. Irgendwie so super viele Rinder und so. Und hier sind halt auch nicht so oft Menschen. Ich weiß nicht, ob die das besonders heiß macht oder so. Keine Ahnung. Wenn man das mit ansieht, ist das halt witzig. Aber wenn man da drunter leidet, ist es halt wirklich, das macht einen innerhalb von Sekunden total aggressiv, weil die halt immer ins Gesicht fliegen und in die Ohren und sowas. Alles wieder gut. Und war, wie gesagt, sehr beeindruckend. Jetzt habe ich gerade noch mal diesen Flyer gelesen, den er uns mitgegeben hat. Da steht drin, dass der Bahnhof ursprünglich gebaut wurde, um eine Verbindung zwischen der Hauptstadt... Wie willst du das denn gefunden? Was denn? Eine Verbindung zwischen der Hauptstadt von Victoria und der Hauptstadt von South Africa, wollte ich gerade sagen, South Australia, quasi zu schaffen. Und dann wurde hier in der Mitte quasi der Bahnhof gebaut und dann ist erst Serviceton entstanden, der Ort, in dem wir uns hier befinden, weil da dann halt quasi ein Dorf entstehen musste. Jetzt bin ich das Opfer. Damit die Mitarbeiter hier einen Platz zum Leben haben natürlich. Ne? Fand ich jetzt auch sehr interesting. So, wir fahren jetzt weiter. Wir haben noch eine lange Reise vor uns.
in meinem Leben immer sehr viele Fragen und das meiste gucke ich dann einfach mal nach und denke mir so, wow, das ist halt vielleicht ein bisschen unnützes Wissen oder interessante Side-Facts, man weiß es nicht. Aber wisst ihr, warum das Dollarzeichen ein S mit einem Strich durch ist? Ich wusste es nämlich nicht. Ganz einfach erklärt ist das auf die, also wir reden jetzt von allen Dollar, ne? Also der US-Dollar, das Dollarzeichen ist ja auch das gleiche Dollarzeichen wie beim australischen Dollar, aber es ist ja eine andere Währung. Aber Dollar ist dann, möchtest du das wussten? Ich glaube, ich muss die Corvette nochmal überholen. Den haben wir eben überholt und dann waren wir im Museum und jetzt ist er wieder vor uns. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch halbwegs... 500 Meter. Ja, den nehmen wir noch mit. Kommen dann in den Knast, aber ich weiß nicht, wozu man eine Corvette hat, wenn man so rumeiert. Also, die USA, das ist ja auch hier Kolonial-Dingskirchen, alle sind von überall hingekommen, meinte, jetzt ihr Land, die hatten sich verschiedene Währungen, irgendwann wird das alles gleich gemacht, blablabla. Und Spanisch-Amerika, aka Mexiko, hat sich irgendwann unabhängig gemacht. Man hatte den Pesos und vom Pesos kommt das, weil die Buchhalter den irgendwie immer schludrig geschrieben haben, dann wurde irgendwann mit PS abgekürzt und irgendwann ist nur noch das S da gewesen und der Strich dadurch ist der Rest vom P. Also, und der Dollar war mit dem Pesos gleichgestellt und man hat eigentlich auch, weil man zu wenig Bargeld hatte damals, auch die Münzen einfach weiter benutzt. Und vom Pesos, das S ist das Dollarzeichen. Ist das bekloppt? Ist das bekloppt? Das ist so einfach da und selbstverständlich, aber nein, das ist nicht selbstverständlich, dass es ein S ist. Also jetzt ganz grob erklärt, ne? Um das richtig zu wissen und damit zu flexen, würde ich das selber noch mal mehr anlesen. Nicht ich, sondern ihr. An eurer Stelle. Ja, an eurer Stelle, so sagt man das. Vielleicht solltet ihr auch, oder ich sollte vielleicht einen VHS-Kurs in Deutsch belegen. Was ich auch noch erzählt haben wollte, man muss auf jeden Fall heute noch dazu sagen, ne, jetzt so ein Ding, das hier irgendwo in der Pampa ist, das wissen wir jetzt nicht, weil wir die Obergurus sind, sondern das findest du halt natürlich über Coaster Count oder die Rollercoaster Database. Wir wandern hier wirklich nur auf ausgelatschten Pfaden, auch wenn vor uns erst 3 Leute das Ding eingetragen haben, ist das jetzt nicht krass, irgendwie jetzt hier hingefahren zu sein. Das ist ja dumm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und es gibt ganz viele andere Leute, die wirklich so Pioniersarbeit leisten und sowas überhaupt rausfinden und eintragen. Und da waren wir gerade noch an der Gold Coast, da waren zum Beispiel Erik und Lars in Kuwait unterwegs. Da war ja auch schon ein bisschen was eingetragen, aber die sind einfach sämtliche Malls, wo es Freizeitparks gibt, abgefahren, sind da rein und haben gecheckt, ob es da eine Achterbahn gibt, weil man das halt einfach nicht online rausfindet, und haben überall, sind die hingefahren, den Park gesucht, in irgendeiner Mall reingegangen und gesucht, ob es da eine Achterbahn gibt. Also sowas ist halt krasse Pioniersarbeit und ermöglicht das uns zum Beispiel. Die haben einfach nicht die Zeit, Sachen vorher irgendwie zu recherchieren und rauszuholen, die noch keiner kennt. Wir haben auch schon Sachen gefunden, die nirgendwo eingetragen waren, ja, aber das war dann unterwegs und mehr Zufall und mehr Glück und nicht gezielt jetzt gesucht und gemacht und getan. Oder auch Brunita, die dann da, oder vor allem Bruno, der da irgendwie stundenlang irgendwelche Satellitenbilder analysiert, um zu gucken, ob irgendwo auf der Welt irgendwie eine Achterbahn sich befindet. Der hat auch schon weit über 100 Achterbahnen, die nirgendwo eingetragen sind, gefunden, auf verschiedenste Art und Weise und so weiter und so fort. Das sind wichtige Sachen und Leute, die Props verdient haben und uns auf jeden Fall das Leben leichter machen, und wir können euch dadurch Sachen zeigen, die sonst kein Mensch irgendwie finden würde. Weil wer weiß denn irgendwo in Australien irgendein Kackspielplatz, wo so ein Grauzonending rumsteht? Das ist ja absurd. Die großen Freizeitparks ist ja keine Frage, dass man das alles weiß. Aber das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal erzählt haben, und ja, pay dues für die Leute, die das machen, und wir fahren einfach noch weiter stundenlang Auto. Deswegen.
ich wollte euch kurz was erzählen. Wir sind ja schon an mehreren Flächen vorbeigefahren, wo wir dachten, dass da bestimmt mal gebrannt hat, weil die Bäume so alle verkokelt waren an den Stämmen und teilweise auch noch die kleineren Pflanzen, die daneben waren. Aber es kamen schon neue Pflanzen nach auf dem Boden. Ich habe jetzt vorhin mal gegoogelt, weil wir waren ja auch an vielen Orten, wo übertrieben viel Rinde lag, die einfach abgefallen ist von den Bäumen. Ist das hier die Area? Ist das das? Aber das wird noch schlimmer. Ja, das fängt jetzt, das war in der Ausläufer. Ich werde jetzt gleich mal rausschwenken, wenn wir wirklich sehen, dass das hier losgeht, weil wir sind ja jetzt gerade auf dem Rückweg und fahren also wieder daran vorbei, wo wir schon vorbeigefahren sind auf dem Hinweg. Und ich habe mir das mal durchgelesen, gerade im Internet, und zwar ist das so, dass die meisten Bäume auf der Welt ihre, ja, wie nennt man das, ihre, ich guck mal kurz, wie das heißt, Fortpflanzungsstrukturen in der Rinde haben, in der äußeren Rinde. Und das ist natürlich schlecht bei einem Feuer, weil selbst wenn die Bäume nur Hitze erleiden, ist die Rinde, also nur Hitze erleiden und nicht vom Feuer verbrannt werden, ist die Rinde natürlich dann beschädigt. Und deswegen haben normale Bäume halt Probleme mit Feuer. Und die Eukalyptusbäume hingegen, die hier der Nationalbaum Australiens sind, haben die Fortpflanzungsstruktur im Herzen des Baumes, also quasi in der Mitte. Wobei bis zu 2 cm Rinde zerstört werden, Außenrinde zerstört werden können, bevor die Fortpflanzungsstrukturen überhaupt erst angegriffen werden können. Das ist natürlich ein riesen Vorteil für die Eukalyptusbäume. Dazu hilft es denen auch noch, weil durch die Hitze diese die besser keimen können. Die haben auch ätherische Öle in sich, die Feuer anfachen. Das heißt, die sind dafür gemacht, Buschbrände zu begünstigen, weil die sich so einfach regenerieren können und fortpflanzen können. Und das ist ziemlich verrückt. Deswegen sind halt hier auch ganz, ganz viele Bäume verkokelt, aber eben nicht tot, sondern immer noch grün, weil das halt nur oberflächlich ist. Und schälen tun sie sich, um die Rinde einfach zu wechseln, so, weil die sehr, sehr schnell wachsen. Und deswegen ist oft halt irgendwo einfach tote Rinde vom Baum abgefallen. Und das ist ganz normal bei diesen Bäumen. Ja, wenn ihr jetzt gleich nochmal da sind, mache ich auf jeden Fall nochmal ein Video davon, damit ihr euch das vorstellen könnt. Da sind wohl auch tote Bäume dazwischen und tote Äste. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht genau. Das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Übrigens werden die meisten Waldbrände von Blitzeinschlägen quasi begünstigt, beziehungsweise wie nennt man das? Verursacht. Und nicht vom Menschen, wie man es vielleicht denken würde, aber es sind immer noch 10 bis 15%, die vom Menschen verursacht werden, indem die eine Zigarette rausschmeißen oder irgendeinen Müll, der sich dann entzündet oder was auch immer. Oder meinen, auf so einem Feld wie hier gerade hinter mir zu funkeln oder sowas. Richtig. Ja, ich filme es gleich nochmal ab, aber ihr habt auf jeden Fall wieder was gelernt, so wie wir auch. Oben am Dach die Vorderpfoten gehabt. Ja, Alter. Ey, der ist. Ach du Scheiße, da würde ich mir in die Hose machen, wenn das mein Tier wäre. Bruder. Gibt Kirmes. Alpakas. Es gibt Kirmes Double Ranger Mobiler.
Wir mussten gerade schon mal eine Pipi-Pause machen. Wir haben jetzt schon, wie ihr seht, ist es schon was dunkler geworden. Ganz viele Kängurus gesehen, lebendig. Also wir haben ganz viele Tote gesehen und ein paar lebendige. Wir sind weiter auf der Pirsch und wir versuchen auch noch irgendwie welche mal für euch irgendwie drauf zu kriegen. Aber das ist etwas kompliziert gerade. So Leute, wir sind wieder zurück in unserem Hotel, das habt ihr gestern schon gesehen und Uschi macht gerade die Stories für euch, damit ihr die auf Instagram schon gesehen habt. Wenn ihr das verpasst habt auf Instagram, in den Highlights gibt es die Stories auch nochmal zu sehen. Ich beantworte auch gerade einiges an Nachrichten und Mails und sowas und so fort. Ihr kennt das ganze Spielchen. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Und dann legen wir die Füße hoch, dann war es das auch für heute. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen spannenden Einblick in den Tag hier durch Australien und ja, über 1000 Kilometer heute gemacht. Für Quatsch, aber viel gesehen, ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was erklärt. Morgen gibt es wieder einen Freizeitpark mit mehreren Achterbahnen und anderen Besonderheiten. Das seht ihr dann im nächsten Vlog der Australian Amusement Tour 2025.